Heute gibt es eine weitere Anleitung für eine Mechanik für mein Erinnerungsalbum 2022. Und zwar gibt es eine verdeckte Wasserfallmechanik. Ich werde meine Bilder aus Flensburg vom letzten Jahr nachher gekonnt in Szene setzen. Aber vorher muss ich die Mechanik bauen und du kannst dabei zuschauen. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Es geht weiter im Demo-Doppel. Wir haben eine Produktreihe auf dem Arbeitstisch, unsere Lieblingsproduktreihe aus dem aktuellen Mini-Katalog. Annalena und ich zeigen Ideen mit der Produktreihe Bezaubernde Bucht, das Stempelset Meeresbucht und die passenden Stanzformen dazu. Die Videos, die wir schon gezeigt haben, sind verlinkt in der Beschreibung in einer Playlist. Dort findest du auch direkt Annalenas Kanal und du findest in der Beschreibung auch meistens entweder einen Blogbeitrag von mir oder die Liste mit den verwendeten Materialien, die du direkt anschauen kannst in meinem Online-Shop oder beides. Heute garantiert beides. So, ich habe Bilder aus Flensburg. Das wird heute ein längeres Video. Ich habe Käffchen gekocht. Und es ist eins, gerade bei diesen Techniken, wo man nicht genau weiß, ob es am Ende funktioniert. Also ich habe das schon öfter gemacht. Jetzt habe ich das mir 2-3 Stunden umgerechnet. Ich dachte erst, ich mache die Kamera gleich an. Das wäre ermüdend gewesen für dich. So hätte ich das gern. Vielleicht noch ein wenig stabiler, noch ein paar mehr Fotos drin. Wasserfallmechaniken sind ja gerne auch diese hier. Verdeckt heißt einfach nur, oben liegt es auf und die Bilder sind alle in der Enden praktisch alle hier und nicht so versetzt. Ja, versetzt ist auch witzig, aber hat halt die Sache, wenn hier lauter Bilder rausgucken, ja, kann man machen, muss man nicht. Ne? Hier ist nochmal, dafür gibt es auch eine Anleitung. Und Annalena, heute haben wir uns überlegt, im Finale, zeigen wir beide die gleiche Technik. Ich in meinem Erinnerungsalbum in großem Format und Annalena zeigt dazu eine besondere Karte mit der gleichen Technik. Okay, Flensburg ist eine wunderschöne Stadt. Wir sind öfter dort. Ich habe fleißig gesammelt vom letzten Mal im August, letztes Jahr. Habe meine Seite schon mal so weit vorbereitet. Das zeige ich gleich mal, was ich hier schon geklebt habe. Das Designerpapier bei Bezaubernde Bucht ist ja in 6x6 Inch, das heißt 15,2 x 15,2 cm. Und da konnte ich jetzt keine ganze Seite nehmen, aber damit das trotzdem gut in Szene gesetzt wird, dachte ich mir, mache ich hier mal ein bisschen Mosaik. Habe 6,9 cm Streifen geschnitten und die sind dann 15,2 bei 6x6 Inch oder 15,3 cm. Und dann habe ich noch einige Streifen zerschnitten in kleine Streifen, 4,5 cm etwa, und habe das so versetzt, angeordnet. Fertig ist meine Seite. Dann hatte ich überlegt, in Flensburg waren wir im Kino. Ich habe da dieses Bild gemacht, finde ich ja auch total schicki, werde ich aber für was anderes verwenden. Okay. Hinter der Leinwand gibt es eine Ansicht von Flensburg. Schon vorbereitet, 15 x 20 cm, die Mattung immer 5 mm größer. Setze ich nachher später schräg drauf. Da warte ich aber noch, bis ich meine Seite fertig gestaltet habe. Damit das hier nicht so verwirrend ist, lege ich das Ganze jetzt aufeinander. Ich bearbeite jetzt die rechte Seite und habe schon mal zugeschnitten, ein Stück. Ich habe vorhin echt lange getüftelt, deswegen weiß ich nicht mehr alle Maße. In 24 x 15,2 cm, das wird meine Unterlage hier. Ich habe links und rechts in 14,8 x 4,5 cm 2 Streifen Designerpapiere gesetzt. Und für das Mittelteil, wo wir gleich unsere Mechanik bauen, das machen wir auch zuerst. Wenn das nicht funktioniert, können wir gleich wieder von vorne anfangen. Okay, habe ich ein Stück 6x6 Inch in schwarz zugeschnitten und ein Designerpapier drauf in 14,8 x 14,8, um wieder auf meine Mattung zu kommen. Das setze ich nachher hier drauf. Nun sieht man natürlich mein schönes Mosaik nicht. Egal, ist einfach eine Kartengestaltung, die du fein nachbauen kannst. Das wird ein Mechanikelement und dieses auch. Ist ja bei allen Kartenfalttechniken und Mechaniken für Alben immer die gleiche Sache. Man braucht manchmal mehr Papier, aber gerade wenn man Fotos in Szene setzt, hält das ja auch eine Weile. Ne? Da kann man einfach auch mal so ein bisschen investieren, finde ich. Es sind schöne Momente, die man im Album festhalten kann und kann man es ruhig mal krachen lassen. Okay, ein A4-Blatt, 10,5 in der Mitte praktisch aufgetrennt. Bei 10,5, also habe ich 2 Streifen in 10,5, den habe ich schon gekürzt.
auf 21,7 cm. Den werde ich später hier drunter setzen. Vielleicht hast du es eben gesehen bei der Mechanik von meinen kleinen Albenteilen. Das ist nicht mehr ganz stabil. Ich werde wahrscheinlich auch auf die Lasche verzichten und einfach so einen langen Griff dran lassen. Aber das entscheide ich nachher. Entscheidend ist ja, ob die Mechanik funktioniert. Okay, dieses Stück habe ich angefangen auf der, also es sind 29,7 mal 10,5, jeweils bei einem Zentimeter eine Falzlinie gezogen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zentimeter falte ich hier rum. Habe alle Linien schon gefalzt mit doppelseitigem Abreißklebeband belegt. Das ist meine Verstärkung. Ich stecke das mal daran, weil ich kenne mich, ne? Wenn die nachher irgendwo anders liegt. Stress. Dieses wird meine besondere Mechanik. Da habe ich auf der Rückseite schon mal angezeichnet. Hier regnet es übrigens. Es gibt nichts Schöneres als Basteln im Regen, weißt du das? Ich lege das jetzt hier an bei 2,2 cm und ziehe eine Linie, weil ich mir ein Feld ausklinke, was ich aber nachher trotzdem wieder gebrauche. Also entweder funktioniert es oder nicht. Ich bin echt gespannt. Schaue, dass das schön gerade liegt und schneide jetzt hier rein bis zu 2,5 am Ende. Und das Ganze mache ich auf der anderen Seite auch. Lege ich also jetzt hier an. 2,5. Gerade wäre schön. Und ziehe es hier bis zu meiner 2,5 Markierung. Ich habe mir das vorher markiert. Ja, habe jetzt dieses Element so und schneide jetzt. Ich lege es jetzt wieder so rum, dann siehst du das besser, bei 2,5 aus. Wie gesagt, ich habe es nicht probiert. Ich bin wieder gespannt, ob es funktioniert. So, das habe ich ausgeschnitten. Hier die Ecke, das habe ich nicht gesehen, damit du also nicht meine Mütze die ganze Zeit siehst. Schneide ich das jetzt noch mit der Hand fertig aus. Habe hier so einen Haken. Sehe schon, was ich falsch gemacht habe, aber das werden wir ja jetzt gleich korrigieren. Werde dieses Element hier draufsetzen. Das andere so rum festkleben. Und bei diesem klebe ich dann nur oben und unten den Streifen fest und hier drüben ist es beweglich und mein Schlitten kommt da rein. Ich bin echt gespannt, ob das funktioniert. Das heißt, hier kommt noch doppelseitiges Abreißklebeband drauf. Das kleben wir dann in die Lücke, wobei ich mal sage, ich gönne mir hier einen Schlitz von 1 Zentimeter. Hier könnte auch ein bisschen mehr sein. Darf es ein wenig mehr sein. Hier machen wir meine Schneidemaschine und kürze das Teil hier einfach um, naja, nicht so knackig, um 1,5. Ja. Jetzt bin ich echt so gespannt wie nur irgendwas. Und wir denken das Ganze jetzt mal trocken durch. Wir denken auch daran, wir fädeln das hier ein. Das passt schon mal. Wir legen das hier auf. Wunderbar. Es guckt dort raus. Das kann ich später noch kürzen. Ich klebe das hier fest. Da klebt es an. Hier ist der Schlitten beweglich. Das kann eventuell noch ein Stück weiter rüber. Das letzte Bild ist so, das ist da. Ich bin. Ja, das ist da halten. Es soll da halten. So, wir lassen es einfach drauf ankommen. Genau. Das hält hier fest auf diesem Streifen. Dafür steht der. Und mit dem anderen kann ich hier durchziehen und hoffentlich kippen alle Bilder rum. Alles klar. Okay, wir schauen jetzt. Ich erkläre es nochmal. Also mein großes Element, die Maße habe ich gesagt. Jetzt ziehe ich ab. Dieses hier nicht. Das ist nur, damit Luft ist natürlich, klar. Und setze jetzt dieses Teil in die Mitte auf. Ich fange hier drüben an, schaue einmal in der Länge, dass es genau in die Lücke passt. Setze es gerade da drauf. So. Und hier auch. Das sitzt schon mal. Ich streiche das gut fest, nehme meinen Schlitten, verstärke das jetzt, weil ich bin mir sicher, dass das Sinn macht. Hier unten das lange Feld, was übrig war von meinem 29,7, verstärke ich mit, weißt du es noch, 10,5 mal 21,7. Das müsste dann genau mit meinen Streifen hier drüben hinhauen. Das ist so eine Sache mit dem Schwarz, ist natürlich schlecht zu sehen, aber das andere ist
Es bot sich einfach an, auf diese vielen bunten Farben von diesem tollen Designerpapier jetzt nicht noch eine extra Farbe drauf zu bringen. So, jetzt fädeln wir das hier durch. Genau, das passt. Das legen wir hier nachher an. Das letzte Bild muss hier drüben gesaved werden. Wunderbar, wird genau passen. Befestigen wir nachher hier. Genau. Okay, dann legen wir los. Jetzt wäre der Moment, wo du noch sagen könntest, das wird nicht funktionieren. Ich würde hören, glaube mir. Okay, also, da war noch was. Dieses Element wollte ich ja hier reinsetzen, damit es ein schönes Ergebnis wieder gibt. Richtig, ich hätte auch nur den Schlitz ausschneiden können. Das war der Gedanke, der mir vorhin fehlte. Genau, also wir könnten dieses große Element auch einfach nur ausklinken mit einem Schlitz. So war es aber die einfache Variante und jetzt könnte ich mir sogar noch überlegen, ob ich oben und unten eine Mattung abschneiden würde, dass man das Schwarze noch sieht, und das finde ich eigentlich auch witzig, das mache ich. Ja, so ist es bei mir, das entsteht dann so mittendurch. Ich schneide jetzt hier grob 2 mm ab, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, in der Hoffnung, dass ich nicht zu sehr am Klebestreifen hängen bleibe. Ne, passt gerade so. So, genau. Und jetzt schiebe ich das einfach hier rein. Bündelig. Ja, das sieht jetzt natürlich besonders getrickst aus, oder? Guck mal, jetzt ist das hier unten so wie so eine Schiene, so muss das sein, und wir haben uns viel Arbeit erleichtert, wirklich viel, weil wir hätten sonst Felder einzeln auftragen müssen. Die ganze Sache jetzt noch funktioniert, können wir glücklich sein ohne Ende. Ich fange mit dem kürzesten Bild an. Jetzt erzähle ich was zu den Bildern. Also ist natürlich Flensburg, ne? Ja, alles, was man in Flensburg so sieht, wenn man 3 Tage dort ist und einen Tag einfach durch die Stadt läuft. Von morgens bis abends mit Fischbrötchen und mit Schiffsreise und mit Strandläufern und mit Möwen und mit allem, was es so in Flensburg gibt. Ich habe mir die Bilder entwickelt in unterschiedlichen Größen und beziehungsweise eigentlich einmal im Querformat. In dem Hochformat habe ich sie klein entwickelt. Dann kriege ich die da auch noch gut rein. Die Mattungen sind zugeschnitten, angefangen mit 15 x 10,5 cm und jetzt immer 10,5 cm in der Breite. Also in der Höhe in dem Fall 10,5. Dann 10,5 x 14, 10,5 x 13, mal 12, mal 11, mal 10, mal 9, mal 8. Richtig. Und darauf lege ich dann meine Bilder. Die sind jetzt dann 7,5 mal 10. So habe ich das zugeschnitten. Ja, ich bin sogar mal drauf auf dem Album, man sieht mich von hinten. Jetzt lege ich das hier auf das erste Feld abgezogen, bündig, gerade, das sehe ich an dem Papier drunter, genau drauf. So, das ist nachher das Feld, was wir befestigen müssen. Und das befestigen wir dann nachher auf diesem Schlitten. Echt, ich bin so gespannt. Gut, das nächste. Jetzt ist meine Idee, dadurch, dass ja jetzt eine Lücke ist auf dem nächsten Blatt, weil man die Fotos, man kann es auch anders machen, zeige ich bei einem. Man kann sie auch kürzen in längs und quer. Setze ich das also bündig rechts und links wäre hier noch ein Streifen, wo du eventuell Designerpapier aufsetzen könntest. Das nächste Foto, wir müssen jetzt ganz genau schauen, und je breiter sie jetzt werden, umso mehr Sinn macht, Designerpapier aufzukleben. Wir schauen einfach, dass wir sie wirklich komplett aufeinander kleben, weil es ist schon eine größere Fläche. Aber beim Kippen sehen wir die gar nicht so sehr. Das ist auch noch eins von dieser Sorte. Kommt jetzt als nächstes. Oben drauf. Ich halte es rechts gerade. Und links habe ich ja die Falz, die dann an die Markierung ist. Auch hier wäre wirklich schon ein Streifen fast drin. Das nächste, da habe ich ein Hochkantfoto genommen, also größer entwickelt in 10 x 15 und habe es einfach quer abgeschnitten. So, das nächste setzen wir hier wieder auf die Seite bündig, da bündig, und schon passt das. Und jetzt werden wir immer größer. Jetzt kommt ein queres, was ich in der Länge gekürzt habe. Ich habe ein Stück Strand abgeschnitten. Genau. Flensburg kann man auch wunderschöne Bootstouren machen. Da hat mir letztens eine liebe Kundin einen Tipp gegeben und schon konnten wir das machen. Das war also toll. Nur Flensburg ist auch sehr schön, ne? Aber Flensburg Umgebung ist
Also alles kombiniert ist echt toll. So, wir sind jetzt bei 8 Fotos. Du weißt ja, meine Bindung im Album mache ich wirklich erst ganz zum Schluss. Und dann sehe ich, wie viel Höhe ich für die einzelnen Seiten brauche, weil die sind ja in einem interaktiven Album, wie man das schon ahnen könnte vom Namen her, interaktiv. Genau. So, jetzt, du siehst, es läuft wie geschnitten Brot. Warum funktioniert das nicht? Weil wir es jetzt befestigen. Okay. So, das soll dann hier mittig genau drauf sitzen, so gerade wie möglich. Und das kommt jetzt. Ich nehme die letzte Seite, das ist diese hier, das letzte Bild. Und da setze ich mir, damit das nicht schief geht, setze ich mir hier auf diesen Steg 2 Elemente von meinem Klebeband. So. Und dann schaue ich, dass ich mein Maß genau hinkriege. Das Maß aller Dinge. Hier drüben soll es bündig sein und da soll es bündig sein. Moment. Ich schiebe noch ein Stück. Ich schaue, dass es gerade sitzt. Ich hänge meinen Kopf drüber und drücke es an. Ist das schon so, dass es klebt? Ich habe die Klebefolie abgezogen. Tatsache. So, jetzt. So, und das ist echt schickimicki, dass das funktioniert. Und es läuft auch relativ safe zurück. Oh, ich bin total begeistert. Also müssen wir jetzt durch. So, super. Also freu dich mit mir. Die Seite lasse ich im Moment noch dran und ich fände Folgendes noch witzig. So eine kleine Idee. Du kannst also hier drüben noch mehr Bilder anbringen, musst aber überlegen, es wird immer dicker. Aber hier, wo du rausziehst, könntest du gucken. Ich schaue das später, ob ich hier noch ein schönes Foto habe, was ich hier auch noch drauf setze. So, und dann wieder das Ganze zurück. Nehmen Sie mal die Finger weg. Wunderprima. Das wird hier drauf gesetzt. Auch wieder mittig. Und ich bin mal der Meinung, wir gucken das mal komplett an. So viel Zeit muss sein. Wir legen uns das jetzt mal hier so hin. Wie viel Zeit haben wir noch? Ach, wir haben noch Zeit. Also so schön vorbereitet, ne? Das Video von Annalena startet heute bei der Premiere genau hinten dran. Hier kommt das Bild hin. Hier kommt dieses. Das setzen wir dann auch so. Wir setzen es ein wenig versetzt. Ne? So hier drauf. Geht gleich los. Und ich lasse das mal hier dran. Ich befinde das schick. Ich möchte das stabil lassen. Die Gestaltung klebe ich Tatsache später. Aber jetzt zeige ich dir, was ich mir noch überlegt habe. Und zwar habe ich verschiedene Elemente Tatsache mal in Memento Schwarz gestempelt. Weil ich mir gesagt habe, das Bild ist an sich schon so bunt. Müssen wir es jetzt auch nicht übertreiben mit dem, was noch drauf kommt. Und dann setze ich die ganzen schönen Motive, die wir hier von dem Stempelset haben, einfach hier mit drauf. Und ich glaube, das wird wieder eine der schönsten Seiten. Also sind alle schön, oder? Dann habe ich hier die Gräser gestanzt und ich dachte auch mal, das Lindgrün kriegt auch mal einen Auftritt. Das setzen wir jetzt einfach nur schauen, dass wir nicht so versetzen, dass unsere Mechanik irgendwann nicht mehr läuft. Aber es wird jetzt hier schön draufgesetzt, dazwischen geschoben, ein paar Muscheln wieder überall hingesetzt. Und dann, falls mir das zu langweilig wäre, ich habe hier auch die kleinen Strandläufer, Piepmetze, was auch immer, könnten da hinten noch so vor sich hin laufen. Ausgeschnitten. Ja, also echt, ich mag das sehr. Ach ja, klar, es fehlt noch der Namenszug. Also Flensburg müssen wir hier noch irgendwie drauf kriegen. Da überlege ich noch, welche Schrift. Dann hätten wir noch schönes Band. Auch das wäre nochmal eine Option, aber immer mit dem Gedanken von wegen nichts kaputt machen. Hier die kleinen Muscheln. Ja, wenn jetzt noch was zu kolorieren wäre. Ich hole jetzt mal meinen Kolorierspaß nach vorne. Habe ich mir die Blends überlegt. Warten Sie. Ich schiebe das hier schon mal nach hinten. So. Mit den Stampin' Blends würde ich jetzt dann einfach in den Farben des Papieres minimal kleine Akzente setzen. Das macht sich ganz gut mit dem Babyblau. Das passt ziemlich gut, dass sie einfach nur angepasst werden. Ne? Diese gestempelten in Schwarz-Weiß, teilweise ja durch die nicht nur Konturen, sondern auch so ein bisschen schattiert gestempelt. Kann man jetzt hier
Stimmung reinbringen durch leicht gefärbte Muskeln. Der würde zum Beispiel, Muscheln, der würde da zum Beispiel nicht gehen. Das war genau das, was wir vorhin sagten. Müssen so angebracht werden, dass die Mechaniken funktionieren. Genau. Vielleicht achten wir noch auf die Windrichtung, wie unsere Äste sich nachher bewegen. Und dann überlege ich, was ich noch so aufbringe. Wenn du hier Fotos aufbringst, fällt mir gerade ein, prüf das ganz genau, dass der Schlitten trotzdem läuft. Das ist eine ganz wichtige Sache, weil es wäre nicht das erste Mal bei mir, dass man am Ende das Ganze nochmal dadurch ja, unrunder gemacht hat, weil es eben nicht mehr ordentlich funktioniert. So, ich schaue einmal, dass ich hier vorwärts komme mit meiner restlichen Gestaltung und kann dir sehr empfehlen, gleich bei Annalena vorbeizuschauen, bei dem, was sie mit dieser Mechanik sich überlegt hat. Ich bin auch ganz gespannt, weil wir verraten uns vorher natürlich nichts. Wir sagen nur, worum es geht. Wir besprechen das. Wir stimmen das zu zweit ab. Das ist immer sehr spannend. Ja, das ist ganz demokratisch. Bei 2 Leuten. Echt. Ja. So, ich gestalte mein Album noch weiter. Ich zeige dir nochmal diesen coolen Mechanismus. Das können wir den ganzen Tag machen. Ne? Immer so und dann wieder zurück. Und ich glaube, die Sache, wie ich das angelegt habe vorhin, die war echt ziemlich pfiffig. Ich überlege gerade bei den anderen Mechaniken. Hier, also der läuft nicht halb so rund. Klapp, 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 klapp. Und war wesentlich komplizierter anzufertigen als die Idee, die ich eben hatte. Und es ist ja oft meine Sache, dass ich mir sage, komplizierte Mechaniken einfach vereinfachen. Einfach vereinfachen. Genau. So, was zeige ich demnächst noch? Ich weiß nicht, wollt ihr noch was sehen mit der Produktreihe Bezaubernde Bucht oder gehen wir aufs nächste Demo-Doppel über? Annalena und ich, wir haben uns schon das nächste Demo-Doppel ausgesucht. Wir wissen schon, worum es geht und arbeiten im Untergrund fleißig an Ideen für euch. Ihr könnt also gespannt sein, wie es dann im März mit dieser Reihe weitergeht. Es gibt noch so ein paar andere Sachen jetzt die nächsten Tage zu sehen. Seid einfach gespannt. Bleibt dran, abonniert den Kanal bei mir, bei Annalena. Gebt Kommentare und wir freuen uns, demnächst euch wiederzusehen. Ich freue mich hier sowieso. Also, viel Spaß beim Nachbasteln und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Bis dahin, ich freue mich auf dich. Deine Angela von der Stempelfamilie.